Der iShares Automation and Robotics UCITS ETF investiert weltweit in Unternehmen aus dem Sektor der Automatisierung und Robotik, sowohl in Industrie- als auch in Schwellenländern. Das klingt für viele Anleger interessant, denn Technologie ist ja immer noch in. Wie der ETF in unserem Ranking performt, das erfahrt ihr in diesem Video. Ich bedanke mich bei meinen Kanalmitgliedern der Stufe Fan mit Herz. Namentlich sind dies Dominik Dörr, Fabian Marquardt, Leon Speth, AG und Jan Engelmann. Wenn auch du wissen möchtest, welche Vorteile Kanalmitglieder auf diesem YouTube-Kanal besitzen, dann klicke doch einmal unter dem Video auf den Button Mitglied werden. Der iShares Automation and Robotics UCITS ETF basiert auf dem iStocks FactSet Automation and Robotics Index, welcher immer mindestens 80 Aktien beinhaltet. Aktuell sind im ETF etwa 126 Aktien abgebildet. Die Auswahl der Aktien, die tatsächlich in den Index aufgenommen werden bzw. enthalten sind, erfolgt dabei aufgrund der folgenden Faktoren: alternde Bevölkerung, Automation and Robotics, Digitalisierung, Gesundheitswesen. Wenn man ehrlich ist, hört sich das zum einen nach einer Menge Buzzwords an und bedeutet natürlich nicht nur ein Investment in Automation and Robotics. Der bereits kürzlich auf diesem Kanal vorgestellte Innovation Healthcare ETF beinhaltet ebenfalls einen Teil dieser Themenfelder. Genauso wie der Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF, der mit ähnlichen Buzzwords gefüllt ist. Wir halten also fest, der Scope dieses ETFs ist wesentlich breiter und buzzwordlastiger, als sein Name vermuten lässt. Um in den Index aufgenommen zu werden, müssen die Unternehmen 50% oder mehr ihrer Einnahmen in einem dieser genannten Themenbereiche erzielen. Dabei werden vom Indexanbieter per Screening-Prozess Daten für eine detaillierte Aufschlüsselung der Einnahmequellen der Unternehmen genutzt. Naja, so wollen sie bestmöglich alle Unternehmen erfassen, weltweit, die in den Themengruppen wirtschaften. In gewisser Weise kann man natürlich einigen Firmen oder fast allen Firmen irgendeinen Bezug zu den oben genannten Themen andichten. Beispielsweise bei Apple, da stammen die meisten Umsätze aus dem Verkauf von iPhones oder Macs. Ob das jetzt automatisch den Bezug zu Automation and Robotics rechtfertigt, sei mal dahingestellt. Der Index wird übrigens jährlich im Juni erweitert oder eben angepasst. Im ESG-Nachhaltigkeitsranking staubt der ETF übrigens den Wert BBB ab. Der ETF ist also eher durchschnittlich nachhaltig ausgeprägt. Die 10 größten Positionen besitzen zum Stand Mai 2021 eine Gewichtung von ca. 24,4%. Die Top 10 Aktien sind also sehr ausschlaggebend für die Entwicklung der ETF-Performance. Die Diversifikation für einen Branchen-ETF ist durchschnittlich. Die USA sind, wie in den meisten weltweit gestreuten ETFs, mit 58% am höchsten gewichtet. Danach folgen Japan und Deutschland. Obwohl der ETF auch die Schwellenländer umschließt, so steht es zumindest in der Beschreibung, ist China beispielsweise gar nicht gewichtet. Lediglich Taiwan ist mit 1,9% dabei. Die weltweite Diversifikation in Schwellen- und Industrieländer ist also mehr Schein als Sein. Der IT-Sektor ist mit 66% wenig erstaunlich am höchsten gewichtet. Industrie und zyklische Konsumgüter sowie Kommunikation und Gesundheitsversorgung runden die Sektoren mit etwas kleineren Prozentzahlen ab. Schauen wir uns exemplarisch für den ETF die Top 10 Aktien, also die 10 größten Titel, etwas genauer an, da deren Performance zurzeit schon ausschlaggebend für den Kurs des ETFs ist. Besonders auffällig ist, wenn wir uns hier einmal die Top-10-Liste der Unternehmen anschauen, dass wir hier zum einen mit Nvidia, KLA und Qualcomm einige Unternehmen aus der Halbleiterbranche prominent vertreten haben, aber bei weitem nicht die Halbleiterbranche vollständig abgebildet haben. Auf der anderen Seite ist Snap mit dabei, wo der Bezug zum Thema Automation and Robotics sicherlich irgendwie herbeigezogen werden kann. Möglicherweise ja sogar, weil Snap die tragbare Kamera Spectacles in Form von einer Sonnenbrille anbietet. Mit der Brille können kurze Videosequenzen aufgenommen und direkt via Snapchat verteilt werden. Richtig erfolgreich waren sie damit aber nicht. Inwiefern also hier bei Snapchat 50% des Umsatzes mit Automation und Robotics oder den anderen dazu hinzuzählenden gut klingenden Geschäftsfeldern erwirtschaftet wird, bleibt intransparent. Allerdings sind zugegebenermaßen einige Hersteller von Mess- oder Instrumententechnik dabei. Diese spiegeln schon in ihrem Geschäftsmodell einen gewissen Fokus auf die Begriffe Automation and Robotics wider. Das Umsatzwachstum der Top 10 Aktien war vor allem 2015 und 2016 herausragend gut, geprägt allerdings vor allem von dem Umsatzwachstum von Snap, welches 2015 bei über 1800% lag und 2016 bei mehr als 590%. Die restlichen Aktien verzeichneten eher durchwachsene Jahre, fast jedes Unternehmen hat aber 1 oder 2 Jahre mit Umsatzrückgang dabei. Dennoch ist das Umsatzwachstum ganz okay insgesamt, wenn auch nicht herausragend gut, aber immer noch deutlich besser als zum Beispiel das in dem zuletzt
zuletzt vorgestellten Xtrackers AI und Big Data ETF, wo praktisch gar kein Umsatzwachstum vorlag. Im EBIT, also dem operativen Gewinn vor dem Abzug von Zinsen und Steuern, sehen wir erneut starke Schwankungen, wie bei Themen-ETFs dieser Art durchaus üblich. Von minus 26% im Jahr 2016 bis plus 108% im Jahr 2017 ist alles dabei. Das geht jedoch fast ausschließlich auf das Konto von Teradyne, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, die in dem Jahr mit 933% plus kräftig zulegen konnten, also im Jahr 2017. Wie immer bei solchen hohen Prozentzahlen wie 900% oder 1000% Wachstum ist das EBIT bei Teradyne zum Beispiel in absoluten Zahlen relativ gering. Deswegen kommen eben diese hohen Prozentzahlen zustande. Das EBIT-Wachstum ist insgesamt ebenfalls deutlich weniger stark schwankend im Vergleich zum Beispiel zu den Top 10 Aktien des zuletzt vorgestellten Xtrackers ETFs zum Thema Big Data und KI. Dadurch, dass insbesondere Snap hohe Verluste bis heute erzielt, sind die EBIT-Margen in der Gesamtbetrachtung nicht sonderlich aussagekräftig. Erst mit den steigenden Gewinnen bei Snap 2019 und 2020 entwickelten sich die EBIT-Margen im Durchschnitt besser, also im Gesamtüberblick über die Top 10. Lässt man Snap außen vor, also blicken wir mal auf die einzelnen Aktien, erkennt man jedoch, dass die Top 10 echt ordentliche EBIT-Margen im Bereich von 20 bis 30% erzielen. Das ist durchaus positiv, denn viele vergleichbare Themen-ETFs, vor allem in der IT-Branche, weisen in den Top 10 Aktien meistens überwiegend verlustreiche Aktien, also Aktien mit einem negativen EBIT, aus. Das KGV, also das Kurs-Gewinn-Verhältnis, zeichnet sich ebenfalls dadurch aus, dass es im Vergleich zu anderen Themen-ETFs deutlich niedriger ist. Snapchat, einmal außen vor gelassen aber, die bei ihren noch sehr schwachen Gewinnzahlen kein KGV vorweisen, sieht man, dass es sich hierbei eher um gestandene Unternehmen handeln könnte. Zumindest wenn man das KGV in der Hinsicht als Bewertungskriterium hinzuzieht. Ein weiteres Indiz dafür, dass es sich hier eher um gestandene, also möglicherweise sogar Value- oder Quality-Werte handeln könnte, ist die Dividendenrendite. Diese liegt im Schnitt bei ca. 1%, was für einen Themen-ETF im IT-Sektor, der nicht speziell auf Dividenden ausgerichtet ist, schon sehr hoch ist. Das steht im starken Gegensatz zum mehrfach erwähnten KI- und Big Data ETF von Xtrackers oder auch zum Innovation Healthcare ETF, die beide deutlich weniger Dividendenzahler beinhalten, die muss man da schon suchen in so einem ETF. Trotzdem, dieser ETF ist thesaurierend, von daher ist das jetzt nicht so interessant. Dividenden und ein relativ geringes KGV sind aber ein Indiz dafür, dass hier eben nicht nur auf Wachstumswerte und Small Caps gesetzt wird. Weitere bekannte Aktien im ETF, die auch zeigen, dass die Gewichtung hier nicht anhand der Marktkapitalisierung erfolgt, sind Apple, Toyota und SAP. Allerdings im Gegensatz zum Xtrackers Big Data und KI ETF ist dieser ETF hier, also der Automation und Robotics ETF, nicht vollgestopft mit zig MSCI World Aktien. Die zuvor genannten Aktien, also Apple, Toyota und SAP und die in den Top 10 vertretenen Nvidia und Snap, sind sicher keine unbekannten Firmen aus dem Small Cap Segment. Nichtsdestotrotz sind viele Unternehmen im ETF dabei, unter den restlichen 100, die offenkundig einen Bezug zum ETF-Thema haben und auch nicht in dieser Größenordnung in jedem typischen MSCI World ETF derartig hochgewichtet abgebildet sind. Insofern trifft der ETF schon sehr gut sein Thema und kann dazu beitragen, dass das eigene Portfolio eben ergänzt wird. Interessant sind dabei beispielsweise Titel wie Nemetschek, die wir hier auf diesem Kanal bereits vorgestellt haben, verlinkt oben auf dem i und in der Videobeschreibung. Auch bei diesem ETF lassen sich sicher viele Anleger von Buzzwords wie eben Automatisierung und Robotik leiten und hoffen damit auf einen großen Kursanstieg, weil diese Themen ja auch im Trend liegen. Der ETF bzw. der Index folgt dabei einer scheinbar klaren Regel, wie er die über 100 Unternehmen im ETF auswählt. Allerdings erscheint die jährliche Nachsteuerung der Titel im ETF dennoch relativ undurchsichtig. Der ETF gibt zwar an, in Schwellen- und Industrienationen zu investieren, nennenswerte Anteile in Schwellenländer sind jedoch nicht enthalten. Dafür überzeugen die Top 10 Aktien mit durchaus robusten Kennzahlen, weniger Schwankungen und stärkeren Gewinnmargen als vergleichbare Themen-ETFs. Das ist uns in der Gesamtbewertung des Portfolios 3,5 von 5 Sterne wert. Folgt auf Instagram dem Kanal Tech Aktien. Dieser Kanal versorgt dich mit allen News rund um die Börsen dieser Welt und sorgt mit guten Memes auch immer wieder zwischendurch für gute Laune. Mit einem Fondsvolumen von 2,9 Milliarden Euro liegt der Automation and Robotics ETF deutlich über der 100 Millionen Euro Grenze, ab der ein ETF als relativ rentabel gilt. Der ETF existiert seit September 2016, also ca. 4,5 Jahre, was eine durchschnittliche
Bestandsdauer ist jetzt nicht sonderlich lange, aber auch nicht allzu kurz. Das Fondsvolumen des ETFs ist jedoch bereits seit 2017 bei über 1 Milliarde Euro angesiedelt. Insofern kann man hier nicht von einem Hype-ETF sprechen, also zumindest nicht anhand dieser Kennzahl. Eine Auflösung des ETFs ist insgesamt sehr unwahrscheinlich. Mit einer Gesamtkostenquote von 0,4% liegt dieser ETF knapp im Durchschnitt, beziehungsweise genau im Durchschnitt der Gesamtkostenquoten aller ETFs, der bei ca. 0,4 bis 0,5% liegt. Allerdings ist der ETF als Sektor-ETF eben teurer als zum Beispiel verschiedene MSCI World oder All World ETFs, die teilweise auf unter 0,2% Gesamtkostenquote kommen. Dieser ETF ist thesaurierend, demnach werden Erträge wie Dividenden und Zinsen nicht an den Anleger ausgeschüttet, sondern sie wandern direkt zurück in den ETF und steigern so den Kurs des ETFs. Dieser ETF verfolgt die Strategie einer optimierten physischen Replikation, das heißt, nicht der gesamte Bestand des Index wird 1:1 im ETF nachgebildet. Insgesamt ergibt sich hier eine durchschnittliche jährliche Abweichung, also Tracking-Differenz, von der Indexentwicklung. Das heißt, der ETF-Kurs entwickelt sich anders als der Index, der dahinter steht, seit 2017 von 0,3% pro Jahr. Damit war der ETF also für den Anleger sogar günstiger, als es die Gesamtkostenquote suggeriert. Insgesamt vergeben wir dafür in dieser Kategorie der Produktkriterien 4,5 von 5 Sterne. Lediglich die Gesamtkostenquote könnte noch etwas niedriger sein, wobei die Gesamtkostenquote für einen Themen-ETF durchaus normal ist. Wir vergleichen heute den iShares Automation and Robotics ETF unter anderem mit der Standardanlage, die viele Anleger teilweise als einziges Investment in ihrem Portfolio haben, nämlich mit einem klassischen All-World ETF von Vanguard. Außerdem vergleichen wir unseren Automation and Robotics ETF mit einem Nasdaq 100 ETF, der zurzeit überwiegend Technologie und andere IT-Aktien enthält. Danach vergleichen wir ihn mit dem auf diesem Kanal bereits vorgestellten iShares Healthcare Innovation ETF, der den Fokus noch mehr auf den Gesundheitssektor legt. Und zu guter Letzt vergleichen wir ihn noch mit dem iShares Digitalization ETF, der ebenfalls auf ein sehr ähnliches Buzzword-Thema abzielt. In der Performance seit 2016, was nur ein minder aussagekräftiger Zeitraum ist, sehen wir, dass der All-World ETF die schlechteste Rendite hingelegt hat. Allerdings ist das erst deutlich zu sehen nach dem Ausbruch von Corona. Dies spielt logischerweise mit dem viel zitierten Tech-Hype während der Corona-Krise zusammen, der viele Technologiewerte in einen Aufwärtstrend befördert hat. Insofern profitieren auch alle Themen-ETFs, die wir hier im Vergleich haben, und zum Beispiel eben auch der Nasdaq-ETF davon, da hier im Markt nämlich zuletzt übermäßig stark der Fokus auf die Sektoren IT und Gesundheitswesen gesetzt wurde. Apropos, der Nasdaq-ETF hat hier mit Abstand die beste Rendite erwirtschaftet, wobei der Automation and Robotics ETF während der ersten 2 Jahre mithalten konnte und teilweise sogar besser performt hat. Während der Healthcare Innovation ETF vor Corona mit Abstand am schlechtesten performt hat, sogar schlechter als der World ETF, konnte er nach Corona vermutlich auch aufgrund des Sektors, den er eben abbildet, leicht zulegen und liegt trotzdem direkt hinter dem Digitalization ETF. In exakten Zahlen bedeutet dies, dass der All-World ETF über diesen Zeitraum auf eine 70% Rendite kommt, der Healthcare Innovation ETF kommt auf ca. 87% und der Digitalization ETF auf 97%. Der iShares Automation and Robotics ETF, also über den wir hier im Video sprechen, erzielte ganze 130,5%, während der Nasdaq ETF aber noch deutlich vorne liegt mit mehr als 173% Wachstum. Im Einjahresvergleich, der also ganz gut die Corona-Krise abbildet, sehen wir ganz gut, dass vor allem der Digitalization und der Automation and Robotics ETF deutlich stärker wachsen konnten als der Rest. Der Zeitraum von 2016 bis heute ist sicher zu kurz, um von der Performance aus der Vergangenheit auch nur irgendetwas ableiten zu können für die Zukunft. Man sieht jedoch in diesem Vergleich bereits, dass ein Investment beispielsweise in einen Nasdaq ETF, der ohne gesonderten Themenfokus wie Innovation, Healthcare, Digitalization oder Robotics and Automation von mir aus sogar besser performt als die nach besonderen Kriterien zusammengestellten Themen-ETFs. Das sehen wir auch, wenn wir den Automation and Robotics ETF mit einem reinen IT-ETF wie dem Information Technology ETF von Xtrackers vergleichen. Auch dieser legte über einen ähnlichen Zeitraum, also auch seit 2016, eine deutlich bessere Performance an den Tag. Für die Performance vergeben wir insgesamt 2,5 von 5 Sterne. Zwar performte der Automation and Robotics ETF besser als ein All-World ETF, wenn es jedoch darum geht, einen Fokus auf den Sektor der IT zu legen oder auf einen Untersektor daraus, dann ist womöglich, zumindest was die Performance angeht, ein breit gestreuter IT-ETF sogar rentabler gewesen. Widmen wir uns zunächst dem Begriff Automation. Der weltweite Markt der Industrieautomatisierung wächst bis 2026 jährlich um ca. 8 bis 9% im Marktvolumen. Das ist ein gutes, wenn auch kein überdurchschnittliches Wachstum für diesen gesamten Markt.
Den größten Anteil dabei machen die Prozessautomatisierungen aus, während die Industrial Software und die Factory Automation direkt dahinter folgen. Robotics ist übrigens ein Teilmarkt des Automation-Marktes per Definition, was ein bisschen aufzeigt, dass der Titel dieses ETFs, also Automation and Robotics, doch eher aus Marketinggründen Automation and Robotics lautet, weil in Automation ist Robotics eigentlich enthalten. Der Markt für das sogenannte Industrie-IoT, also das Industrie-Internet der Dinge, welcher sicherlich auch mit dem Begriff der Automation and Robotics verbunden ist, zeigt uns, dass der Anteil von Asien bei den Themen rund um das Thema Automation und Robotics wahrscheinlich auch sehr hoch sein wird. Mehr als 40 Milliarden Dollar wird der Markt hier im Jahr 2025 in Asien erfassen oder umfassen, während Nordamerika gerade einmal auf 35,9 Milliarden und Europa auf 24 Milliarden kommt. Demnach stellt sich schon die Frage, ob das Portfolio des Automation and Robotics ETFs die tatsächliche Lage in diesem Industriezweig widerspiegelt. Asien ist verhältnismäßig gering gewichtet im ETF, lediglich Japan ist mit einer kräftigen Gewichtung dabei, China nicht. Beim Thema Roboter in der Automobilindustrie wird in China 2022 aber zufolge der meiste Umsatz erwirtschaftet vor Japan. Die Vereinigten Staaten folgen hier dahinter vor Südkorea, also ebenfalls Asien. Insofern ist die niedrige Repräsentation, sage ich mal, von Asien im ETF in Bezug auf das Thema Robotics oder Automation nicht unbedingt branchengerecht. Und dabei ist die Automobilindustrie sogar die Industrie, die bereits 2019 am meisten Roboter genutzt hat. Vor allem die Industrie an sich, also der Sektor der Industrie, setzt sehr stark auf die Verwendung von Robotern. Logisch. Die Menge der eingesetzten Roboter in der Industrie wird auch in Zukunft weiter steigen, bis 2027 mindestens mal, zumindest diesen Prognosen zufolge. 2027 soll der Markt für Industrieroboter bei einer Größe von 101 Milliarden Dollar angekommen sein. Aktuell liegt der Markt hier etwa bei der Hälfte. Besonders interessant dabei, die Top 5 Unternehmen weltweit in der Herstellung von Fabrikautomatisierungen, also auch von Robotern zum Beispiel, sind Siemens, Mitsubishi, Rockwell, Fanuc und ABB. Allerdings ist Siemens nicht Bestandteil des ETFs, genau wie ABB. Von den größten 10 Unternehmen im Markt sind 4 nicht im ETF enthalten und somit ca. 30% Marktanteil in diesem Markt nicht im ETF abgebildet. Nochmal zurück zum Thema IT-Buzzwörter. Die Industrie 4.0, auch so ein Buzzword, Technologien mit den größten Auswirkungen für Unternehmen in Zukunft sind das Internet der Dinge, künstliche Intelligenz, Cloud-Infrastruktur und Big Data. Alles Themen, zu denen es ja ebenfalls unzählige Themen-ETFs gibt. Advanced Robotics liegt hier auf Platz 6 bei ca. 40% Anteil der Befragten, die eben sich für diese Technologie entschieden haben bzw. dafür gewotet haben. Aber trotzdem, in dem Themenbereich Automation sind sicher ebenso die Themen künstliche Intelligenz, Cloud, Big Data und Robotics enthalten. Also nehmen wir doch einfach mal einen simplen Chatbot als Beispiel. Wenn ich als Kunde bei einer Bank dort in einem Chatbot eine Frage stelle, dann muss der Chatbot auf riesige Datenmengen zurückgreifen, um zum Beispiel auch meine Kundendaten überhaupt sehen zu können. Er muss meine Frage verstehen können, er muss daraufhin eine Recherche oder eine Handlung ausführen. Wenn dieser Chatbot dann noch mit einem CRM-System in der Cloud verknüpft ist, dann haben wir hier wirklich eine Mischung aus fast allen zuvor genannten Themen. Und da es kaum Unternehmen gibt, die nur in einzelnen Sektoren aktiv sind, beziehungsweise deren Tätigkeiten nur einzelne Sektoren berühren, ist so ein Buzzword-ETF natürlich auch relativ schwammig und schwer abzugrenzen. Einen genauen Umsatzanteil, den man in dem Bereich Automation erwirtschaftet, das kann man sich ja sehr weit herleiten und ist für mich gar nicht objektiv erfassbar. So verschwimmt dieser ETF meiner Meinung nach sehr stark mit dem gesamten IT-Sektor. An Kombinationsmöglichkeiten, die ich tatsächlich in Erwägung ziehen würde ich mich für diesen ETF interessieren, wäre eine Gewichtung dieser Art vielleicht realistisch. 70% MSCI World, 25% Emerging Markets und 5% iShares Automation and Robotics ETF. Natürlich kann man hier auch sämtliche andere Strategien fahren und noch vielleicht ja mit mehr Factor-ETFs arbeiten, also mit dem Momentum-ETF, mit dem Value-ETF, und dann würde ich trotzdem aber in dieser Größenordnung 5 bis 10, vielleicht maximal 15% diesen ETF beimischen, aber ehrlich gesagt 15% würde ich nicht tun. Wir halten also fest, Automation ist sicher ein wichtiger Faktor in der Industrie 4.0, aber er spielt sehr eng zusammen mit einigen anderen IT-Themengruppen und lässt sich nicht klar trennen oder abgrenzen. Der ETF enthält dabei einige große Branchenriesen nicht und die Herleitung, dass die Unternehmen mindestens 50% ihres Umsatzes in den in Kapitel 1 genannten Themenfeldern realisieren müssen, scheint zwar halbwegs zu funktionieren oder auch irgendwo objektiv zu sein, dennoch ist die Abgrenzung zu anderen IT-Sparten schwammig. Speziell die Automation and
Robotics-Sparte ist zwar definitiv im Trend, eine Überperformance der Branche an sich ist jedoch hoch spekulativ. In der Prognose geben wir für den ETF aber immerhin noch gute 3 von 5 Sterne. Für das Portfolio habe ich aufgrund der robusten Kennzahlen für einen Themen-ETF und aufgrund der relativ beliebigen Titelauswahl 3,5 von 5 Sterne vergeben. Für die Produktkriterien erhält der ETF hingegen sehr gute 4,5 von 5 Sterne. In der Performance waren es dagegen nur 2,5 von 5 Sternen, während der iShares Automation and Robotics ETF für die Prognose 3 von 5 Sterne erhalten hat. Insgesamt erhalten wir einen Durchschnitt von 3,375 Sternen, den wir auf 3,5 Sterne aufrunden. Meine persönliche Meinung, ganz klar, ich finde den ETF besser als einige andere Themen-ETFs, die auf irgendwelche IT-Untersektoren laufen. Die Top-Unternehmen weisen dabei sehr gute EBIT-Margen aus und generell sind eine Menge gestandener Unternehmen dabei. Auch der Bezug zum Thema ist, wenn auch relativ beliebig auswählbar, bei den Unternehmen gegeben und man findet hier nicht praktisch einen halben MSCI World ETF nachgebildet wieder. Insofern, wenn man den Sektor abbilden möchte, kann dieser ETF schon eine treffende Ergänzung sein, wobei hier leider Asien mit Ausnahme von Japan praktisch kaum berücksichtigt wurde. Dabei sind die Produktkriterien echt gut. Wie ich aber auch bereits in einigen Kapiteln beschrieben habe, ergibt es für mich wenig Sinn, Themen wie Automation and Robotics gezielt zu besparen, da der Begriff leider viel zu weit gewählt ist oder viel zu ungenau ist, trotz der nur scheinbar klaren Regeln in Bezug auf mindestens 50% Umsatz in den Themenfeldern. Letztendlich hat man immer eine schwer abzugrenzende Teilmenge aus dem IT-Sektor, dann in seinem Portfolio. Halbleiterhersteller sind nur wenige dabei, aber nicht alle, werden aber insgesamt eine Riesenrolle in diesem ganzen Themenbereich Automation und Robotics spielen. Also wieso sind die jetzt nicht dabei? Wie ist diese Bewertung da vorgenommen worden? Ist schwer nachzuvollziehen. Letztendlich würde ich diesen iShares Automation and Robotics ETF definitiv nicht besparen oder kaufen, sondern stattdessen auf einen breiter gestreuten IT-ETF auf den ganzen Information Technology Sektor setzen. Daher findet sich ein Automation and Robotics ETF auch nicht in meinem Portfolio wieder, wohl aber eben, wie bereits in der Analyse zum letzten ETF, zum Xtrackers AI und Big Data ETF beschrieben, ein breit gestreuter IT-ETF, den habe ich doch in meinem Portfolio. Wie seht ihr den iShares Automation and Robotics ETF und wie habt ihr ihn eventuell in euer Portfolio integriert? Schreibt eure Meinung dazu gerne mal in die Kommentare. Unsere Kanalmitglieder können übrigens abstimmen, welche Aktien- bzw. ETF-Analyse wir in Zukunft machen sollen. Um mehr zu erfahren, klicke auf den Button Mitglied werden unter dem Video. Wir sehen uns dann in der kommenden Woche wieder beim nächsten Aktien- oder ETF-Analyse-Video. Die Mitglieder starten ab heute mit der Abstimmung, welche Aktie es kommenden Sonntag werden soll oder welcher ETF es kommenden Sonntag werden soll. Bleibt gesund, bis dahin. Dieses Video ist keine Finanz- oder Anlagenberatung. Die Vortragenden und Produzenten können nicht haftbar gemacht werden, wenn ihr mit dem Handel von Wertpapieren Verluste erwirtschaftet. Dieses Video dient einzig und allein der Unterhaltung.